Was wäre, wenn der wildeste Wasserpark Frankreichs nicht in Paris oder an der Côte d'Azur liegt, sondern in der Bretagne und eine Achterbahn besitzt, die Fahrgäste mit über 80 Kilometern pro Stunde in einen offenen Kanal schleudert? Der Auglis Park in der Vendée hat eine Rutsche, bei der Besucher ohne jede Absicherung senkrecht in die Tiefe fallen, und einen Bereich, der selbst erfahrenen Parkbesuchern den Atem verschlägt. Was hier gebaut wurde, sprengt jede Vorstellung von einem normalen Wasserpark. Und genau das macht diesen Ort so außergewöhnlich. Der Auglis Park öffnete im Jahr 2000 seine Tore in Bretignolles-sur-Mer, einem kleinen Küstenort im Departement Vendée an der Atlantikküste. Was damals als bescheidener Freizeitpark begann, verwandelte sich innerhalb von 20 Jahren in eine der meistbesuchten Wasseranlagen Frankreichs mit über 300.000 Besuchern pro Saison. Der erste Eindruck beim Betreten des Parks ist schlicht überwältigend. Über 50 Attraktionen verteilen sich auf einem Gelände von mehr als 12 Hektar. Türme aus Stahl und Fiberglas ragen bis zu 15 Meter in den bretonischen Himmel. Schon vom Eingang aus sieht man Menschen, die in offenen Kanälen durch die Luft schießen und meterweit über das Wasser gleiten, bevor sie in Becken einschlagen. Was den Auglis Park von anderen Wasserparks unterscheidet, ist die Konzentration extremer Attraktionen auf kleinstem Raum. Andere Parks verteilen ihre Highlights über das gesamte Gelände. Hier beginnt der Wahnsinn direkt hinter dem Drehkreuz. Ohne Schwerkraft, gegen jede Logik, rasen Zweierboote in einem geschlossenen Rohr nach oben, als wäre die Physik außer Kraft gesetzt. Keine 50 Meter nach dem Eingang steht der sogenannte Master Blaster, eine Wasserachterbahn, bei der Schläuche mit komprimierter Luft die Besucher bergauf schießen. Die Warteschlangen am ersten Morgen nach der Öffnung in der Saison 2024 zeigten, was Besucher von diesem Park erwarten. Bereits um 9:30 Uhr, eine halbe Stunde nach Öffnung, standen über 300 Menschen vor dem Hauptturm. Familien mit Kindern, Jugendgruppen aus ganz Frankreich, Touristen aus Deutschland, Spanien und den Niederlanden. Alle mit demselben Ziel, die Rutsche, über die in den sozialen Netzwerken seit Wochen Videos kursierten. Diese Rutsche heißt Kamikaze. Der Name ist Programm, eine senkrechte Fläche aus glattem Fiberglas, 14 Meter hoch mit einem Neigungswinkel von fast 90 Grad. Besucher legen sich flach auf den Rücken, kreuzen die Arme über der Brust und lassen sich fallen. Es gibt keine Röhre, keine Wände, die den Körper führen, nur eine offene Bahn, die Schwerkraft und ein Wasserschleier, der den Aufprall am Ende abfedert. Die gemessene Durchschnittsgeschwindigkeit beträgt 57 Kilometer pro Stunde. Wer die Arme nicht eng genug hält, verliert durch den Luftwiderstand die Kontrolle über seinen Körper. Der Park selbst gibt auf seiner Website an, dass der Kamikaze jährlich von über 120.000 Besuchern genutzt wird. Das bedeutet im Schnitt über 1000 Fahrten pro Tag an Spitzentagen. Das medizinische Personal am Fuß der Rutsche ist kein Zufall. Es gehört zur festen Infrastruktur. 9 Meter entfernt beginnt der Aufstieg zu einer Konstruktion, die Besucher aus ganz Europa eigens für diesen Park nach Vendée reisen lässt. Doch der Kamikaze ist nicht einmal die gefürchtetste Attraktion des Parks. Wer von oben auf das Gelände schaut, sieht, wie die Anlage aufgebaut ist. Konzentrische Kreise aus Rutschen, Becken und Kanälen, die alle auf ein Zentrum zulaufen. Und in diesem Zentrum steht das, wofür der Auglis Park in der Wasserparkszene bekannt ist. Eine Konstruktion, die beim ersten Anblick eher nach Industrieanlage als nach Freizeitpark aussieht. Stahlträger, Pumpen mit einer Leistung von mehreren tausend Kilowatt, Rohre mit einem Durchmesser von über 1 Meter. Was diese Anlage produziert, sieht man erst, wenn man oben steht und nach unten blickt. Von oben sieht man, was unten unmöglich wirkt. Die Hauptplattform des zentralen Turms liegt 12 Meter über dem Boden und von hier aus führen 4 verschiedene Rutschen in 4 verschiedene Richtungen. Jede davon ist eine eigene Attraktion. Jede davon hat ihre eigene Fanbase und jede davon hat schon Besucher dazu gebracht, auf halber Treppe umzukehren. Die erste heißt Black Hole, ein vollständig geschlossenes Rohr mit einem Durchmesser von 90 Zentimetern, komplett dunkel im Inneren, mit einer Gesamtlänge von 180 Metern. Besucher starten in einem Zweierschlauch, beschleunigen innerhalb von 3 Sekunden auf 50 Kilometer pro Stunde und verlieren in der Dunkelheit jedes Gefühl für Richtung und Lage. Das Rohr macht 7 Kurven, 2 davon im rechten Winkel. Wer die erste Kurve nicht erwartet, schlägt mit der Schulter gegen die Rohrwand. Das passiert nach Angaben der Parkbetreiber täglich mehrfach.
weshalb am Ausgang des Black Hole ein Sanitätsposten stationiert ist. Direkt daneben beginnt die Tornado-Rutsche. Hier endet das Rohr nach 40 Metern in einem riesigen Trichter mit einem Durchmesser von 8 Metern. Besucher rasen in diesen Trichter hinein, kreisen mehrfach an der Innenwand entlang und fallen schließlich durch das Loch in der Mitte in ein Auffangbecken. Die Zentrifugalkraft in diesem Trichter ist hoch genug, um Erwachsene für 2 bis 3 Sekunden waagerecht an der Wand zu halten. Die dritte Rutsche auf dem Hauptturm ist die sogenannte Rocket. Kinder unter 20 Kilogramm sind aus Sicherheitsgründen von dieser Rutsche ausgeschlossen. Sie würden durch die Fliehkraft unkontrolliert gegen die Wandung gedrückt. Sie ist technisch gesehen keine Rutsche im klassischen Sinne, sondern eine Wasserkatapultanlage. Besucher setzen sich in einen geschlossenen Kapselschlitten, der am Startpunkt durch Wasserdruck aufgebaut wird. Wenn der Druck einen bestimmten Schwellenwert erreicht, öffnet sich eine Klappe und der Schlitten schießt aus dem Rohr heraus. Nicht nach unten, sondern nach oben. Der Schlitten steigt auf einer nach außen geneigten Bahn 3 Meter über den Startpunkt hinaus, bevor die Schwerkraft übernimmt und ihn durch eine Kurve nach unten führt. Die Maximalbeschleunigung beim Start beträgt laut Parkdokumentation 2,4 G. Zum Vergleich, ein Kampfpilot beim Abfangen eines Sturzflugs erlebt etwa 9 G. 2,4 G reichen aus, um bei unvorbereiteten Besuchern für einen kurzen Moment das Sichtfeld einzuengen. Die vierte Rutsche heißt Aqua Loop und ist die einzige ihrer Art in ganz Frankreich. Sie beginnt mit einer senkrechten Kabine, in der der Besucher steht. Nicht sitzt, nicht liegt, sondern steht. Eine durchsichtige Tür schließt sich. Dann öffnet sich der Boden. Der freie Fall dauert genau 1,5 Sekunden, bevor das Rohr den Körper auffängt und in eine vollständige Loopingkurve lenkt. Der Kopf zeigt kurz nach unten, der Körper ist kopfüber, das Wasser läuft gegen die Schwerkraft über die Haut. Dann öffnet sich das Rohr und der Besucher gleitet in ein offenes Becken. Die gesamte Fahrt dauert 7 Sekunden. Die Warteschlange dafür beträgt an Spitzentagen bis zu 90 Minuten. Alle 4 Rutschen des Hauptturms sind täglich von frühmorgens bis zum Abend in Betrieb. Das Pumpsystem, das die nötige Wassermenge für alle 4 Attraktionen gleichzeitig bereitstellt, verarbeitet pro Stunde über 8000 Kubikmeter Wasser. Das entspricht dem Inhalt von mehr als 3 olympischen Schwimmbecken. Dieses Wasser wird aufgefangen, gefiltert, mit Chlor behandelt und innerhalb von weniger als 20 Minuten wieder in den Kreislauf eingespeist. Der Park beschäftigt allein für die Wartung dieser Wasseranlage ein Team von 7 Technikern, die während der gesamten Öffnungszeit im Einsatz sind. Was diese Rutschen von ähnlichen Anlagen in anderen europäischen Parks unterscheidet, ist nicht nur die Technik, es ist die Dichte. 4 Extremattraktionen auf einer Plattform, keine 30 Meter voneinander entfernt. Wer oben ankommt, muss sich entscheiden und hat gleichzeitig alle 4 Optionen im Blick. Wer in der Warteschlange steht, sieht die Reaktionen der anderen Besucher beim Aufstieg, beim Startpunkt, beim Ausgang. Das erzeugt eine Atmosphäre, die kein anderer Wasserpark in Frankreich repliziert hat. Und der Hauptturm ist noch nicht einmal das, wofür Auglis Park in den letzten Jahren am meisten Aufmerksamkeit bekommen hat. Vor der Aqualoop-Kabine kehren täglich Besucher um. Nicht wenige, sondern viele. Die Parkbetreiber haben das dokumentiert. An Spitzentagen verlassen bis zu 30% der Wartenden die Schlange, bevor sie die Startplattform erreichen. Sie sehen, wie sich die durchsichtige Tür schließt, wie der Boden unter dem nächsten Besucher wegklappt und entscheiden in diesem Moment, dass sie das nicht wollen. Das ist kein Versagen, das ist eine präzise Risikoeinschätzung. Die Psychologie hinter dieser Entscheidung hat die Parkleitung so ernst genommen, dass sie seit 2019 einen eigenen Bereich eingerichtet hat, eine Art Übergangszone zwischen den Familienattraktionen und den Extremrutschen. Dieser Bereich heißt intern Zone des Défis, auf Deutsch Herausforderungszone. Hier stehen Attraktionen, die technisch weniger extrem sind als der Aqualoop, aber psychologisch genauso anspruchsvoll. Die erste davon ist die freie Fallrutsche Niagara. 9 Meter hoher Startpunkt, offene Bahn, kein Rohr, kein Schlauch. Der Besucher liegt auf dem Rücken und schaut beim Start direkt in den Himmel. Dann kippt die Bahn. Und innerhalb von 2 Sekunden ist der Körper senkrecht. Das Problem ist nicht die Geschwindigkeit, sie beträgt nur 40 Kilometer pro Stunde. Das Problem ist der Moment vor dem Start, wenn der Körper noch waagerecht liegt und das Gehirn bereits weiß, was in einer Sekunde passiert. Dieser Moment dauert genau 3 Sekunden. Für viele Besucher sind das die längsten 3 Sekunden des Tages. Neben der Niagara steht eine Konstruktion, die von außen harmlos wirkt. Eine breite, offene Rutschbahn mit sanfter Kurve, hellblau gestrichen,
kein ungewöhnlicher Neigungswinkel. Sie heißt Speed Racer und ist auf den ersten Blick die unspektakulärste Attraktion im gesamten Park. Tatsächlich ist sie eine der schnellsten offenen Wasserrutschen Europas. Besucher liegen auf einem dünnen Fiberglasschlitten, der auf einem Wasserfilm gleitet, ohne Reibung, ohne Kontrolle. Die Endgeschwindigkeit beträgt gemessene 73 Kilometer pro Stunde. Wer den Kopf hebt, riskiert durch den Luftwiderstand eine Nackenverletzung. Wer die Arme nicht flach hält, verliert die Linie und schlägt gegen die Seitenbegrenzung. 2 Parkwächter stehen am Start und kontrollieren die Körperhaltung jedes einzelnen Besuchers, bevor sie die Freigabe geben. Zwischen diesen Attraktionen beobachtet man ein Muster, das sich täglich wiederholt. Bevor du ins nächste Abenteuer im O'Gliss Park stürzt, frag dich, wie viele Nervenkitzel könnte ich mit einer einzigen Anmeldung auf playprofi.com erleben? Nur heute gibt's beim Registrieren über den Link in der Beschreibung zusätzlich 500 Token, also schnapp dir deine virtuelle Eintrittskarte. Gruppen kommen gemeinsam an, stehen zusammen in der Schlange. Und wenn der Erste aus der Gruppe startet, entscheiden die anderen in den nächsten 30 Sekunden, ob sie folgen. Sozialer Druck und Gruppenverhalten sind in diesem Park sichtbarer als anderswo. Jugendliche, die alleine vielleicht umgekehrt wären, fahren in der Gruppe. Erwachsene, die in der Gruppe mutig wirken wollen, überschätzen ihre eigene Bereitschaft und bereuen es erst am Startpunkt. Die Parkbetreiber haben auf dieses Verhalten reagiert. Seit 2021 gibt es an jeder Extremattraktion eine sogenannte Exit-Option. Einen markierten Ausgang, der es Besuchern ermöglicht, die Schlange zu verlassen, ohne durch die wartende Gruppe zurückgehen zu müssen. Diese Maßnahme wurde eingeführt, nachdem es mehrfach zu Situationen gekommen war, in denen Besucher aus Scham weitermachten, obwohl sie deutliche Anzeichen von Panik zeigten. Einer dieser Fälle ereignete sich im Sommer 2019. Ein Jugendlicher aus der Normandie stand in der Aqualoop-Kabine, die Tür hatte sich bereits geschlossen und weigerte sich zu fahren. Der Boden öffnete sich nicht automatisch, das System erkennt über Sensoren, wenn der Besucher nicht die korrekte Startposition einnimmt. Ein Mitarbeiter musste die Kabine manuell öffnen und den Jugendlichen herausführen. Der Vorfall dauerte 4 Minuten und legte die gesamte Attraktion für diesen Zeitraum lahm. Danach installierte der Park zusätzliche Sensoren und eine Gegensprechanlage in jeder Kabine. Was bleibt, ist eine Anlage, die bewusst an der Grenze zwischen Mut und Angst operiert. Das ist kein Zufall, sondern Konzept. Der O'Gliss Park hat sich positioniert als Ort, an dem Besucher ihre eigene Grenze testen. Nicht alle überqueren sie, aber alle erinnern sich daran, wo sie stand. Auf keiner offiziellen Parkmap ist er eingezeichnet. Kein Schild weist den Weg. Wer ihn nicht kennt, läuft täglich daran vorbei, ohne zu wissen, was sich dahinter verbirgt. Zwischen dem Hauptturm und dem Familienbereich gibt es eine schmale Passage, die von außen wie ein Wartungsweg wirkt. Graue Betonwände, ein einfaches Metallgitter, kein Hinweisschild. Trotzdem hindurchgeht, steht plötzlich vor einem Bereich, den die Stammgäste des Parks seit Jahren unter sich La Zone Cachée nennen, die versteckte Zone. Dieser Bereich existiert seit 2008. Er wurde damals als Testgelände für neue Attraktionen angelegt und nie offiziell in den regulären Parkbetrieb integriert. Stattdessen entwickelte er sich zu einem inoffiziellen Geheimtipp, der von Besuchern über Mundpropaganda und später über soziale Netzwerke weitergegeben wurde. Der Park hat die Existenz dieses Bereichs nie aktiv beworben, ihn aber auch nie gesperrt. Die Attraktionen dort sind vollständig in Betrieb, werden täglich gewartet und von Parkpersonal beaufsichtigt. Sie stehen nur nicht auf der offiziellen Liste. Die erste Attraktion in diesem Bereich ist eine Wasserrutsche, die ausschließlich nachts betrieben wird. Tagsüber ist sie trocken. Das Rohr ist dunkel. Kein Wasser fließt. Erst nach Einbruch der Dunkelheit, wenn der Park in den Abendmodus wechselt, was an bestimmten Sommerwochenenden zwischen 19 und 22 Uhr stattfindet, wird diese Rutsche aktiviert. Sie ist vollständig mit UV-reaktiven Farben ausgekleidet und das Wasser wird mit harmlosen Leuchtpartikeln versetzt. Wer in diesem Rohr fährt, sieht nichts außer einem Tunnel aus blauem und grünem Licht, der sich mit jeder Kurve verändert. Die Rutsche hat keine offizielle Bezeichnung. In den sozialen Netzwerken wird sie La Nuit genannt. Direkt daneben steht eine Konstruktion, die beim ersten Anblick wie eine normale Reifenrutsche wirkt. 2 Personen, ein Reifen, ein Rohr. Tatsächlich handelt es sich um eine experimentelle Doppelspirale, bei der 2 parallele Rohre ineinander gewickelt sind. 2 Schläuche starten gleichzeitig vom selben Punkt, nehmen aber unterschiedliche Wege durch die Spirale und kommen an 2 verschiedenen Ausgängen an. Wer mit einer zweiten Person startet, weiß beim Einsteigen nicht, auf welchem Weg er landet. Die Ausgänge liegen 18 Meter voneinander entfernt. Paare und Freundesgruppen nutzen diese Rutsche regelmäßig als eine Art Wette. Wer zuerst unten ist,
und wo. Der dritte und bemerkenswerteste Teil der versteckten Zone ist ein Bereich, der ausschließlich für Besucher zugänglich ist, die einen bestimmten Aufkleber auf ihrem Armband haben. Diesen Aufkleber gibt es nicht zu kaufen. Er wird von Parkmitarbeitern vergeben, an Besucher, die an einem bestimmten Tag 3-mal hintereinander den Aqualoop gefahren sind. Das ist keine offizielle Regel, die irgendwo aufgeschrieben steht. Es ist eine interne Praxis, die seit 2014 existiert und von Stammgästen dokumentiert wurde. Wer den Aufkleber hat, bekommt Zugang zu einer Plattform, von der aus eine Rutsche führt, die für die Öffentlichkeit nicht sichtbar ist. Sie verläuft hinter einer Betonwand, weg vom Hauptgelände und endet in einem separaten Becken außerhalb des regulären Parkbereichs. Über diese Rutsche gibt es kaum Dokumentation. Einige Besucher haben Videos davon in sozialen Netzwerken veröffentlicht, die meisten wurden auf Anfrage des Parks wieder gelöscht. Was bekannt ist: Die Rutsche hat eine Länge von über 200 Metern, überwindet einen Höhenunterschied von 16 Metern und führt durch einen Abschnitt, der vollständig im Freien liegt. Ohne Rohr, ohne Wände, nur eine offene Bahn, die über das Parkgelände hinausragt und den Blick auf die Atlantikküste freigibt. Ob der Park diese Geheimhaltung bewusst als Marketingstrategie einsetzt oder ob die versteckte Zone tatsächlich ein organisch gewachsener Teil des Parklebens ist, lässt sich von außen nicht eindeutig sagen. Die Parkleitung hat sich dazu nie öffentlich geäußert. Was sich sagen lässt: Die versteckte Zone erzeugt eine Loyalität unter Stammgästen, die kein offizielles Treueprogramm replizieren könnte. Wer einmal drin war, kommt wieder. Und wer noch nicht drin war, hat einen Grund mehr, den Park ein zweites Mal zu besuchen. Der Körper reagiert auf den Aqualoop mit einem Adrenalinstoß, der messbar ist. Die Herzfrequenz steigt in den 3 Sekunden des freien Falls auf durchschnittlich 128 Schläge pro Minute. Das hat ein Team der Universität Nantes in einer Studie aus 2021 dokumentiert, bei der 50 freiwillige Probanden mit Herzfrequenzmessern ausgestattet und durch verschiedene Attraktionen des Parks geführt wurden. Das Ergebnis war eindeutig: Der Aqualoop produzierte den stärksten physiologischen Stressreiz aller getesteten Attraktionen. Stärker als der Kamikaze, stärker als die Rocket, stärker als der Speed Racer. Aber die Studie hatte einen überraschenden zweiten Befund. Die höchste Herzfrequenz wurde nicht während der Fahrt gemessen, sondern in dem Moment, in dem sich die Kabinentür schloss und der Boden noch nicht geöffnet hatte. Die Antizipation des Falls erzeugte einen größeren physiologischen Ausschlag als der Fall selbst. 3 Sekunden Warten in einer geschlossenen Kabine, der Boden noch unter den Füßen, das Wissen um das Unvermeidliche. Das war der eigentliche Höhepunkt. Dieser Befund erklärt, warum der Park seit 2020 eine neue Attraktion betreibt, die ausschließlich auf diesem Prinzip basiert. Sie heißt Suspendu, auf Deutsch der Schwebende. Es gibt keine Rutsche, es gibt keinen Fall, es gibt nur eine Plattform, 13 Meter über dem Boden, auf der der Besucher für genau 20 Sekunden steht. Alleine, ohne Geländer, mit einem Sicherheitsseil, das so dünn ist, dass es kaum sichtbar ist. Unter der Plattform ist ein Netz aus Wasserdüsen installiert, die nach Ablauf der 20 Sekunden aktiviert werden und den Besucher von unten mit einem Wasserstrahl treffen. Der Besucher weiß, dass der Wasserstrahl kommt. Er weiß nicht genau wann, er steht und wartet. Die Warteschlange für den Suspendu ist täglich eine der längsten im gesamten Park. Nicht, weil die Attraktion technisch aufwendig wäre, sie ist technisch die einfachste im gesamten Gelände, sondern weil die 20 Sekunden auf der Plattform eine psychologische Belastung erzeugen, die Besucher als intensiver beschreiben als jede Rutsche. Mehrere Besucher haben in Online-Bewertungen geschrieben, dass sie auf der Plattform angefangen haben zu weinen. Nicht aus Angst vor dem Wasserstrahl, sondern aus der reinen Spannung des Wartens. Parallel dazu betreibt der Park seit 2019 eine Attraktion namens Blind Drop. Hier wird das Prinzip des Aqualoop umgekehrt. Der Besucher sieht nicht, was ihn erwartet. Er betritt eine vollständig abgedunkelte Kammer, hört Wasser, spürt Feuchtigkeit und wird dann ohne Vorwarnung durch einen Luftdruckmechanismus in eine Rutsche befördert, deren Verlauf er nicht kennt. Die Rutsche selbst ist relativ kurz, 60 Meter, ein Höhenunterschied von 8 Metern. Aber weil der Besucher keinen visuellen Input hat und die Richtungswechsel nicht antizipieren kann, reagiert der Körper mit maximaler Alarmbereitschaft. Die Nantes-Studie maß beim Blind Drop die zweithöchste Herzfrequenz aller getesteten Attraktionen. Das Pumpsystem für den Blind Drop ist separat vom Hauptsystem des Parks installiert. Das hat einen technischen Grund. Die Dunkelheit der Kammer würde durch Wartungsarbeiten am Hauptsystem unterbrochen. Der Park hat deshalb eine eigene Wasserversorgung
Stromversorgung für diesen Bereich installiert, die unabhängig vom Rest des Geländes funktioniert. Kosten für diese Installation laut Parkdokumentation 220.000 €. Was alle Extremattraktionen des Ogliss Parks gemeinsam haben, ist ein Detail, das die meisten Besucher erst im Nachhinein bemerken. An jedem Ausgang jeder Extremattraktion steht ein kleiner Bildschirm. Auf diesem Bildschirm läuft in einer Endlosschleife ein Video, aufgenommen von einer Kamera, die im Inneren der jeweiligen Attraktion installiert ist. Man sieht sich selbst, wie man gerade gefahren ist, den Gesichtsausdruck beim Start, die Reaktion beim Aufprall, den Moment danach. Der Park verkauft diese Videos für 8 € pro Stück. An Spitzentagen werden über 3.000 Videos verkauft. Das entspricht einem täglichen Zusatzumsatz von 24.000 €, ausschließlich durch die Dokumentation von Adrenalin. 33% aller Parkbesucher sind unter 14 Jahren. Das ist keine Randnotiz, das ist ein strukturelles Merkmal des Ogliss Parks, das die gesamte Anlage beeinflusst. Während Erwachsene vor dem Aqualoop stehen und kalkulieren, rennen Kinder an ihnen vorbei in Richtung eines Bereichs, der auf den ersten Blick wie eine abgespeckte Version des Hauptgeländes wirkt. Tatsächlich ist der Kinderbereich des Parks eine eigenständige Anlage mit eigener Infrastruktur, eigenem Pumpsystem und eigenen Attraktionen, die speziell für Körpergewichte zwischen 15 und 40 Kilogramm konstruiert wurden. Der Kinderbereich heißt Aqua Kids und umfasst 18 separate Attraktionen auf einer Fläche von 2000 Quadratmetern. Die größte davon ist ein Wasserturm mit 5 Etagen, aus dem in unregelmäßigen Abständen Wasserkübel mit einem Fassungsvermögen von 300 Litern über die untere Plattform kippen. Kinder, die unter diesem Kübel stehen, werden innerhalb von einer Sekunde vollständig durchnässt. Die Kübel kippen ohne Vorwarnung. Das ist das Prinzip. Kinder warten, beobachten den Füllstand, schätzen den Moment falsch ein und werden trotzdem erwischt. Täglich, stundenlang. Was dabei auffällt: Kinder kehren nicht um. In der gesamten Aqua-Kids-Zone gibt es keine dokumentierten Fälle von Besuchern, die eine Attraktion aus Angst abbrechen. Das Parkpersonal bestätigt das auf Nachfrage. Kinder unter 10 Jahren zeigen an keiner Attraktion des Kinderbereichs das Verhalten, das Erwachsene regelmäßig vor dem Aqualoop oder dem Suspendu zeigen. Sie schätzen Risiken anders ein, nicht weil sie mutiger sind, sondern weil ihr präfrontaler Kortex, der für Risikoabwägung zuständig ist, noch nicht vollständig entwickelt ist. Dieses neurologische Detail hat praktische Konsequenzen für den Parkbetrieb. Im Kinderbereich gibt es keine Exit-Optionen, keine Sanitätsposten an den Starts, keine Sensoren, die auf Panikverhalten reagieren. Im Erwachsenenbereich sind all diese Systeme Standard. Der Park hat also 2 vollständig unterschiedliche Sicherheitsarchitekturen für 2 unterschiedliche Altersgruppen entwickelt. Eine, die auf physische Sicherheit ausgelegt ist, und eine, die zusätzlich auf psychologische Sicherheit ausgelegt ist. Der Übergangsbereich zwischen Kinderbereich und Erwachsenenbereich ist das interessanteste Terrain im gesamten Park. Hier stehen Attraktionen, die für beide Gruppen zugelassen sind, aber von beiden Gruppen völlig unterschiedlich erlebt werden. Die bekannteste davon ist der Giant, ein offener Wasserkanal mit einer Breite von 4 Metern, der sich durch das gesamte Parkgelände schlängelt. Besucher aller Altersgruppen treiben auf Reifen durch diesen Kanal, der insgesamt 350 Meter lang ist und an mehreren Punkten unter Brücken hindurchführt, von denen andere Besucher Wasser auf die Treibenden schütten können. Für Kinder ist der Giant eine Entspannungsattraktion zwischen 2 intensiveren Erlebnissen. Für Erwachsene ist er dasselbe. Aber was dabei passiert, ist unterschiedlich. Kinder schreien, wenn Wasser von oben kommt. Erwachsene lachen. Kinder versuchen, die Angreifer auf den Brücken zu erwischen. Erwachsene lassen es geschehen. Der Giant ist die einzige Attraktion im Park, bei der das Verhalten der beiden Gruppen beobachtbar konvergiert und trotzdem unterschiedlich bleibt. Die Eltern, die ihre Kinder in den Aqua-Kids-Bereich begleiten, bilden eine eigene Kategorie von Parkbesuchern. Sie fahren keine Extremattraktionen. Sie stehen am Rand der Kübelanlage und werden trotzdem nass, weil der Spritzradius des 300-Liter-Kübels 4 Meter beträgt. Sie warten, während ihre Kinder dieselbe Rutsche zum 12. Mal fahren. Und irgendwann, meistens gegen Mittag, passiert etwas Vorhersehbares. Die Kinder ziehen ihre Eltern zu einer Attraktion, die technisch für Erwachsene freigegeben ist. Einer mittelgroßen Röhrenrutsche am Rand des Kinderbereichs, 6 Meter hoch, 80 Meter lang. Keine Extremattraktion. Aber für einen Elternteil, der seit 3 Stunden am Rand gestanden hat, ist es der erste Schritt zurück in das Erleben, das die Kinder seit Stunden haben. Der Park hat das erkannt und reagiert. Seit 2020 gibt es im Übergangsbereich eine Attraktion, die explizit als Familienextrem vermarktet wird
Ein Vierersitzschlauch auf einer Rutsche mit einem kurzen Steilabfall von 5 Metern. Nicht genug, um Erwachsene abzuschrecken. Genug, um Kindern das Gefühl zu geben, dass sie und ihre Eltern dasselbe erleben. Die Warteschlange dafür ist täglich länger als die für den Speed Racer. Es gibt einen Bereich im Augliss Park, über den die Parkleitung nicht spricht. Nicht in Presseinterviews, nicht auf der Website, nicht in offiziellen Broschüren. Er taucht in keiner Statistik auf, wird in keiner Besucherbefragung erwähnt und wer danach fragt, bekommt von Parkmitarbeitern eine höfliche Antwort, die nichts aussagt. Dieser Bereich liegt im nordwestlichen Teil des Geländes, hinter einer Reihe hoher Hecken, die seit der Parkgründung nie zurückgeschnitten wurden. Er ist nicht gesperrt, er ist nur nicht sichtbar. Wer die Hecken umgeht, und das ist möglich, wenn man den Weg kennt, steht vor einem Becken, das anders ist als alles andere im Park. Kein Fiberglas, keine Betonwände, kein Chlorgeruch. Das Becken ist aus Naturstein gebaut, eingebettet in eine Senke im Gelände, umgeben von Vegetation, die in 20 Jahren ungestört gewachsen ist. Das Wasser ist klar, der Boden sichtbar, die Temperatur höher als in allen anderen Becken des Parks, weil dieses Becken keine Kühlung hat und die Sonne den ganzen Tag darauf scheint. Dieses Becken hat keinen offiziellen Namen. Stammgäste nennen es Le Paradis. Das Paradies. Es wurde im Jahr 2003 angelegt, ursprünglich als Entspannungsbereich für Parkpersonal. Nach 2 Saisons wurde es für den regulären Betrieb aufgegeben, weil die Lage zu weit vom Hauptgelände entfernt war und die Wartung des Natursteinbeckens zu aufwendig war. Seitdem wird es nicht mehr aktiv betrieben, aber auch nicht geschlossen. Das Wasser wird weiterhin gefiltert, ein automatisches System, das einmal täglich läuft und das Becken sauber hält, ohne dass ein Mitarbeiter eingreifen muss. Was diesen Ort zur Kulmination all dessen macht, was den Augliss Park ausmacht, ist nicht das Becken selbst. Es ist das, was von hier aus sichtbar ist. Das Gelände fällt an dieser Stelle leicht ab und durch die Lücken in der Vegetation sieht man über die Dächer des Parks hinaus direkt auf den Atlantik. Die Küste liegt keine 1,5 Kilometer entfernt. An klaren Tagen sieht man die Wellen, man hört sie nicht, weil der Lärm des Parks dazwischen liegt. Aber man sieht sie. Im Sommer 2020 entdeckte eine Gruppe von 6 Jugendlichen aus Bordeaux diesen Bereich zufällig, nachdem sie dem Verlauf eines Abwasserkanals am Rand des Geländes gefolgt waren. Sie verbrachten 2 Stunden dort, bevor ein Parkmitarbeiter sie fand. Der Mitarbeiter forderte sie nicht aufzugehen. Er setzte sich zu ihnen. Das ist kein Detail aus einer offiziellen Quelle. Es ist aus dem Bericht eines der Jugendlichen, der die Geschichte auf einer Reiseplattform veröffentlichte und damit die erste dokumentierte öffentliche Erwähnung von Le Paradis auslöste. Nach der Veröffentlichung dieses Berichts stiegen die Suchanfragen nach Augliss Park geheimer Bereich innerhalb von 2 Wochen um 400%. Der Park reagierte nicht. Keine Stellungnahme, keine Sperrung, keine Änderung. Die Hecken blieben, wie sie waren. Der Weg blieb offen. Das automatische Filtersystem lief weiter. Was danach passierte, war vorhersehbar und gleichzeitig ungewöhnlich. Besucher, die Le Paradis gefunden hatten, berichteten online nicht über die Attraktionen des Parks, nicht über den Aqualoop oder den Speed Racer oder den Blind Drop. Sie berichteten über das Becken, die Stille, den Blick auf das Meer, über den Kontrast zwischen dem Lärm des Parks und der Ruhe hinter den Hecken, über das Gefühl, etwas gefunden zu haben, das nicht für sie bestimmt war und das genau deshalb bedeutsam schien. Der Augliss Park ist ein Ort, der auf Adrenalin gebaut ist. Auf Geschwindigkeit, Höhe, Dunkelheit, freien Fall. Alles ist darauf ausgelegt, den Körper in Ausnahmezustände zu versetzen. Und dann gibt es, 9 Meter hinter einer Hecke, ein Becken aus Naturstein, warmes Wasser, Vegetation, die seit 20 Jahren wächst und den Blick auf den Atlantik. Dieser Kontrast ist nicht geplant. Er ist entstanden, weil jemand vor 20 Jahren aufgehört hat, sich um diesen Teil des Geländes zu kümmern. Und genau deshalb ist er der eindrücklichste Teil des gesamten Parks. Die Frage vom Anfang war, ob der Augliss Park tatsächlich der wildeste Wasserpark Frankreichs ist. Die Antwort ist komplizierter als erwartet, und genau das macht sie interessant. Frankreich hat über 200 Wasserparks. Der Aqualand in Saint-Cyprien hat mehr Besucher pro Saison. Der Parc Aquatique in Antibes hat mehr Gesamtfläche. Der Walibi Rhône-Alpes hat ein größeres Budget für neue Attraktionen. Gemessen an reinen Kennzahlen ist der Augliss Park nicht der größte, nicht der teuerste, nicht der besuchteste. Aber kein anderer Park in Frankreich hat eine Aqualoop kombiniert mit einem Blind Drop, kombiniert mit einer inoffiziellen Nachtrutsche, kombiniert mit einem verlassenen Naturbecken, das seit 20 Jahren
still vor sich hin existiert. Kein anderer Park hat eine Studie der Universität Nantes provoziert, die die Herzfrequenz von Besuchern misst. Kein anderer Park hat einen geheimen Bereich, der in keiner Broschüre auftaucht und trotzdem täglich gefunden wird. Was den Auglis Park zum wildesten Park Frankreichs macht, ist nicht eine einzelne Attraktion. Es ist die Kombination aus dem, was geplant wurde, und dem, was ungeplant entstanden ist. Der Aqualoop war eine Investition. Der Blind Drop war eine Entscheidung. La Zone Cachée war eine Entwicklung, die niemand gesteuert hat. Le Paradis war ein Versehen, das niemand korrigiert hat. Im Jahr 2024 hat der Park eine neue Attraktion angekündigt. Sie soll im Sommer 2020 eröffnen. Eine Wasserrutsche, die nachts in Betrieb geht und dabei vollständig über das Parkgelände hinausragt mit Blick auf die Atlantikküste. Höhe 18 Meter, Länge 220 Meter, Geschwindigkeit bis zu 80 Kilometer pro Stunde. Die Baukosten sind mit 1.200.000 Euro veranschlagt. Es wird die teuerste Einzelinvestition in der Geschichte des Parks sein. Ob diese Attraktion das wird, was der Aqualoop war, eine Anlage, die Besucher aus ganz Europa nach Vendée reisen lässt, wird sich zeigen. Was sich bereits jetzt sagen lässt, der Park baut nicht auf Nostalgie. Er baut auf Eskalation. Jede neue Saison bringt eine neue Grenze. Jede neue Grenze bringt neue Besucher. Und unter diesen Besuchern sind immer wieder welche, die die Hecken am nordwestlichen Rand des Geländes umgehen und vor einem Natursteinbecken stehen, das nicht auf der Karte ist. Der finale Fakt, der bleibt: In der Saison 2024 haben 320.000 Menschen den Auglis Park besucht. Davon haben schätzungsweise 3.000 Le Paradis gefunden, weniger als 1%. Diese 3.000 Menschen haben online mehr über das verlassene Becken geschrieben als über den Aqualoop, den Speed Racer und den Blind Drop zusammen. Der wildeste Wasserpark Frankreichs ist nicht wild, weil er die extremsten Rutschen hat. Er ist wild, weil er Orte hat, die niemand geplant hat und die trotzdem, oder genau deshalb, das Stärkste sind, was Besucher mitnehmen.